Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr selber das, was ich eben gespielt habt, oder noch ein bisschen mehr dazu, ja, auch selber auf dem Klavier spielen könnt, und zwar diesen, ja, bluesartigen Charakter hier auf dem Klavier. Also, ich zeige euch mal in diesem Video, wie ihr das ganz, ganz einfach selber spielen könnt. Es ist gar nicht schwer. Wir müssen dafür nur ein paar Kleinigkeiten beachten und ein paar Muster kennen, und dann können wir das Ganze total frei, ohne jetzt hier irgendwelche Noten lesen zu müssen, auf dem Klavier spielen. Also können ganz frei einen Blues auf dem Klavier spielen. Sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf, euch das Ganze mal zu zeigen. Nebenbei, wenn ihr ja an mehr interessiert seid von meinem Content, an mehr Piano-Tipps und Tricks und das Ganze auch mal von Grund auf vielleicht auch lernen wollt, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crashkurs und auch meinen Piano-Anfängerkurs. Okay, aber jetzt gehen wir mal rein. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wie spiele ich hier so locker, flockig so einen Blues? Ja, ja, so in der Art. Ähm, Dazu muss man das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Grundsätzlich ist es ja so, bei allem, was wir auf dem Piano machen, es gibt immer bestimmte Muster. Und wenn wir diese Muster verstehen, dann ist das Ganze gar nicht mehr so schwer. Ich werde das Ganze mal in linke und rechte Hand aufdröseln. Also die linke Hand spielt natürlich so ein bisschen Begleitung mit dazu. Und die rechte Hand spielt dann hier den eigentlichen Blues. Ich würde sagen, einfach wir fangen mal mit der rechten Hand an. Was mache ich eigentlich? Also letztendlich sind wir in der rechten Hand, ja, wir bewegen uns ja immer in irgendeiner Tonart. Und was ich jetzt hier gerade gespielt habe, war H-Moll. Allerdings H-Moll nicht normal, sondern H-Moll in der, ja, sogenannten Blues-Tonleiter. Also H-Moll normal wäre ja folgendes. Das ist die H-Moll-Tonleiter. Ne? Also grundsätzlich sind wir schon in H-Moll. Und jetzt spiele ich aber wie folgt. Und zwar nehme ich folgende Töne. Diese hier. Ja, das nehme ich, also von den H-Moll-Tönen nehme ich hier, nämlich das, ja, das klingt erstmal ein bisschen schräg, aber im Blues ist das ganz normal. Nehme ich hier nämlich das F mit dazu. Ja, und lasse hier das Cis weg. Ja, also wir nehmen jetzt hier das F. Ja, vorher hatten wir es so und jetzt, ja, beziehungsweise, ja, auch hier das G lassen wir weg. Aber was du dir eigentlich nur merken musst, wenn du das jetzt soweit erstmal lernen möchtest, das sind einfach nur H-Moll zu spielen. Also wir nehmen die Töne H, D, E, F, Fis, A und H. Das ist erstmal das, was wir uns merken müssen. Das wäre also die Blues-Tonleiter in H-Moll. Wir können natürlich auch andere Tonarten nehmen. Das zeige ich dir später mal, also zum Ende des Videos. Aber hier jetzt erstmal in H-Moll, weil ich finde, in H-Moll klingt es sehr, sehr cool. Und das erste wäre, dass du jetzt erstmal wirklich diese Töne soweit drauf hast. H, D, E, F, Fis, A und H. Ne? Weil jetzt können wir diese Töne natürlich über die ganze Klaviatur spielen. Nur diese Töne. Alle anderen Töne lassen wir weg. Ne? Also wir gucken, dass wir dann wirklich einfach mal, du kannst ja wirklich mal aufwärts gehen. Ne? Und dann hier weiter, ja? Und dann wieder runter. Ja, dann hörst du schon, da kommt schon dieser Bluesklang dazu, ja? Ja, also du hörst, ich gehe jetzt einfach nur hier diese H-Moll-Tonleiter, aber in dieser Blues-Art, ja, in dieser Blues-Tonleiter gehe ich einfach nur die Klaviatur rauf und runter und schon kriege ich diesen Blues-Klang. Also das einfach üben erstmal wirklich hier diese Blues-Tonleiter in H-Moll auf der Klaviatur ein bisschen zu spielen. Ja, da ist jetzt auch egal, welchen Rhythmus du da anlegst, ne? Einfach so ein bisschen vor dich hin erstmal. Die Töne hier ein bisschen ausprobieren, ja? Aber das war
falsch. Siehst du, da achtest du auch drauf, dass du nicht den falschen Ton nimmst, sondern hier. Und so kannst du das dann über der ganzen Klaviatur spielen, ne? Das ist also das, was die rechte Hand macht. Und die linke Hand spielt jetzt 3 Akkorde. Und zwar E-Moll, A-Dur und D-Dur. In so einem Vierklang. Ja, wenn dir das vielleicht ein bisschen noch zu kompliziert ist, hier den Akkord so anzuschlagen, kannst du auch entweder ja nur einzeln den Ton anschlagen, ja. Geht auch, oder in einer Oktave. Ja, wenn dir das jetzt im Akkord zu viel ist, aber ich würde es empfehlen, im Akkord zu üben, wenn du das hinkriegst, ja, genau, E. Also erstens E-Moll. Das heißt, wir spielen E, G, H und hier wieder oben das E. Du kannst auch so spielen, ne? Aber so klingt es noch ein bisschen besser, dass wir hier auch den Daumen mitnehmen. Dann A, A-Dur. Allerdings mache ich da noch eine kleine Variation mit rein, die zeige ich dir gleich. Aber grundsätzlich erstmal hier A-Dur und D-Dur. Das erstmal üben. Okay. Kurz zur Erklärung, warum jetzt gerade diese 3 Akkorde? Ganz einfach, die 3 Akkorde harmonieren besonders gut mit H-Moll. In der rechten Hand spielen wir ja im Prinzip H-Moll. Warum ist das so? E-Moll ist als erster Akkord, also im Quintenzirkel, da kannst du mal hier oben im Video schauen, wenn du ein bisschen mehr zum Quintenzirkel wissen willst. Also im Quintenzirkel ist E-Moll eine benachbarte Molltonart von H-Moll. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch noch Fis-Moll, aber ne, wir spielen E-Moll und dann H-Moll, ne, im Quintenzirkel. Das ist einfach so eine harmonische, so eine, ja, musiktheoretische Geschichte. Und deswegen harmonieren die beiden ganz gut miteinander. Ne? Deswegen, also, wenn du da mehr wissen willst zu, dann gerne mal oben das Video schauen. Dann A-Dur ist auch harmonisch mit H-Moll, weil A-Dur kommt ja auch in der H-Moll-Tonleiter vor als 7. Ton. Ne? Ganz wichtig, also wirklich diese ganzen Akkorde sind alles Töne, die in der H-Moll-Tonleiter auch vorkommen, sonst würde es gar nicht harmonieren. Ne? Das ist hier der 7. Ton. Ja? Und D-Dur ist super harmonisch mit H-Moll, weil D-Dur ist die parallele Dur-Tonart zu H-Moll. Ne? Was parallele Dur- und Moll-Tonarten und sowas sind, dazu habe ich auch schon mal, glaube ich, ein Video gemacht. Wenn ja, dann verlinke ich es mal hier. Dazu gibt es aber auch was in meinen Kursen. Das hört man ganz einfach raus, ne? D-Dur, H-Moll, ja? D-Dur, H-Moll. Du siehst, ja, hier, die beiden Töne sind gleich bei D-Dur und bei H-Moll. Ja, also es ist einfach, in der Musiktheorie ist es die parallele Dur-Tonart D-Dur zu H-Moll, also auch hier die Harmonie. Ne? Deswegen, das jetzt nur mal so zum Hintergrund, warum gerade diese Töne, musst du dir jetzt nicht unbedingt merken. Du kannst die natürlich auch einfach so jetzt auswendig lernen, diese Akkorde so zu spielen. Aber ja, man sollte schon ein bisschen auch immer die Muster dahinter verstehen. Ne? Also ja, E-Moll, weil es die benachbarte Moll-Tonart ist. Dann A-Dur, 7. Ton der H-Moll-Tonleiter. Und D-Dur ist die parallele Dur-Tonart zu H-Moll. Ja, und dann kannst du auch in der linken Hand erstmal üben, das hier so anzuschlagen. Ruhig erstmal in diesem Rhythmus und in diesem Muster hier. Ne? Man könnte natürlich auch noch hier einen anderen Rhythmus reinbringen, wie den zum Beispiel, aber für den Anfang, du wirst es merken, damit du dich jetzt hier nicht groß verhaspelst und hier nicht überfordert bist, schlag erstmal die Akkorde einzeln an. Ne? Okay, jetzt noch die kleine Variation, die ich mache, und zwar, ich spiele ja eigentlich alles im Vierklang und deswegen schlage ich
A-Dur hier so an. Also ich nehme hier das G noch mit dazu. Das nennt man auch ein A-Dur-7-Akkord. Ja, das klingt dann so ein bisschen jazziger, ja. Also es ist im Prinzip hier der A-Dur-7-Akkord. Also hier kannst du gerne, wenn du willst, ne, du kannst es so spielen, wie es dir besser gefällt, aber ich nehme hier gerne das G noch mit dazu, ne? Und dann D-Dur. Ja, und jetzt können wir natürlich dann beide mal zusammennehmen. Und was machen wir? Also wir schlagen einfach hier immer schön im gleichmäßigen Rhythmus die linke Hand als Begleitung an. Und in der rechten Hand spielen wir dann einfach die Töne dieser, ja, dieser Bluestonleiter, ne? Und das ist es schon, ja. Vielleicht noch ein paar Hinweise dabei. Du kannst es natürlich hier auch richtig groß rauf und runter spielen. Aber ganz wichtig, wenn wir die rechte Hand spielen, und zwar erstens, dass wir nicht zu große Sprünge machen. Große Sprünge klingen immer blöd, ja. Also wenn wir jetzt hier die Tonleiter haben und dann jetzt hier zum Beispiel so springen, ja. Klingt nicht ganz so schön, kann man machen. Besser ist es wirklich immer, ja, hier auf der rechten Hand so kleinere Sprünge zu machen, ne? Wirklich die Töne hier kleiner zu machen, also die Sprünge der Töne, ist auch, ja, für dich natürlich entspannter, weil du dann mit der Hand nicht so springen musst. Auch mal ein bisschen schneller, langsamer zu werden, also es ist ein bisschen spannend zu machen, also nicht immer alles gleichmäßig zu spielen. So hier, sondern irgendwie hier so ein bisschen in der Geschwindigkeit zu variieren. Deswegen sage ich, spiel in der linken Hand einfach einzeln die Akkorde erstmal, weil das ist schwer genug, das mit der rechten Hand zu koordinieren, dass du auf der rechten Hand jetzt hier so schneller und langsamer wirst. Es kommt jetzt mehr auf die rechte Hand an, ne? Die linke Hand so einfach wie möglich erstmal. Dann auch gerne bestimmte Muster, die sich cool anhören, einfach so nach Gefühl zu wiederholen, ja? Einfach mal so. Sowas jetzt zum Beispiel, ja? Gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, ne? Wenn du sowas zum Beispiel, es können ja ganz kleinste Melodien, kleinste Bewegungen sein, ja? Muss gar nicht so kompliziert sein. Auch sowas klingt schon cool, ja. Also, ja, es muss gar nicht so schwer sein, du musst gar nicht so viele Töne nehmen. Du siehst also, es ist auch cool, wenn du hier kleine Muster, mal kleine Sachen, die irgendwie passen, einfach mal ausprobierst. Kannst es natürlich dann auch hier in der Oktave spielen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen deine Improvisation. Ich habe dir jetzt das Grundmuster gegeben, die Grundvariante, also wie man es grundsätzlich spielen muss. Und du kannst jetzt also selber ausprobieren, wie dir das Ganze so gefällt. Also kannst hier eigene Muster finden, eigene kleine Melodien, die du wiederholen kannst und einfach so ein bisschen Freestyle damit spielen. Ne? Hier gibt es jetzt keine spezielle Vorgabe. Du spielst einfach auf der rechten Hand die Töne dieser Blues-Tonleiter und auf der linken Hand spielst du also die passenden Akkorde mit dazu. Und das ist es schon, ja. Ich finde es sehr, sehr cool. Und so kann man ganz einfach hier wirklich schön einen kleinen Blues spielen. Ich überlege jetzt auch nicht immer viel. Ich spiele das jetzt auch eigentlich ziemlich wild, ne? So hier diesen Blues. Ja, gerne mal ausprobieren. Und dann kannst du das natürlich auch theoretisch in anderen Tonleitern spielen. Zum Beispiel in E-Moll. Ja, da ist es genauso. E-Moll. Das wäre die E-Moll-Tonleiter. Und dann ist das hier die Blues-Tonleiter.
Und in der linken Hand, ja, spielen wir hier A-Moll, D-Dur, aber hier würde ich auch wieder das C mit dazu nehmen, also D-Dur 7 und G-Dur, ja. Auch hier wieder selbes Muster, was dahinter ist, also A-Moll ist die benachbarte Molltonart im Quintenzirkel zu E-Moll. Dann haben wir hier D-Dur. D-Dur ist wieder der 7. Ton der E-Moll, also das D ist wieder der 7. Ton der E-Moll-Tonleiter und hier G-Dur ist die parallele Durtonart zu E-Moll. Ja, und so könntest du das Ganze dann theoretisch in jeder erdenklichen Tonart spielen. Einen habe ich noch mitgebracht und zwar A-Moll würde auch gehen, ja, A-Moll auf der rechten Hand und auf der linken Hand, dann beginnen wir mit D-Moll. Zum Beispiel, geht auch. Aber ja, für das Video jetzt erstmal einfach, probier's mal in H-Moll, wie ich es dir am Anfang gezeigt habe. Ja, und das war's schon mit diesem Video. So kannst du ganz einfach einen Blues auf dem Piano spielen, ganz frei, ohne Noten, wenn du einfach die Muster hier beherrscht und dir einprägst, die ich dir gezeigt habe. Und dann kannst du einfach wirklich dich mal ausprobieren, das Ganze so mal rauf und runter spielen, wie du lustig bist. Macht sehr, sehr viel Spaß und ist gleichzeitig natürlich wieder eine super Übung. Ja, auch um hier wieder mehr Gefühl am Klavier zu kriegen. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Und ja, man kann natürlich auch wieder dann vor seinen Freunden, vor seiner Familie ein bisschen hier angeben und dann sagen, okay, komm, ich spiele euch mal einen Blues auf dem Klavier und dann hier einfach loslegen, ja. Sehr, sehr cool. Also, viel Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Gerne mal einen Kommentar, wie euch das Ganze gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in einem anderen Video. Bis dahin, euer Cyrael. Ciao.